Hallo und herzlich willkommen zu diesem durchaus fantastischen Video. Da der Mensch ein sehr besitzergreifendes Wesen ist, kommt es hin und wieder vor, dass er Kreaturen in die Hände bekommt, von deren Haltung er doch nicht so die Ahnung hat. Und ganz recht, die Rede ist vom Hai. Dann sollte man vielleicht herausfinden, was brauche ich für einen Hai? Und um diese Frage zu beantworten, sind wir jetzt in Karlsruhe im Naturkundemuseum. Alter, du hast gar nicht gezahlt. Jedenfalls wird es jetzt einmal sehr interessant, weil da ist der Hannes. Moment, ohne Schnelltest geht bei uns gar nichts. Hier bitte. Natrop. Im Naturkundemuseum in Karlsruhe findet man nicht nur einen Arsch voll Korallen, sondern dazwischen auch echte Haie herumschwimmen. Und selbst wenn es bei dir weder an Platz noch Geld mangeln sollte, erkennt, denke ich, jeder, dass man so ein Aquarium nicht mal eben als Hobby betreiben kann. Außer man ist vielleicht in der Lage, aus seinem Freundeskreis ein ganzes Team aus Menschen zusammenzustellen, die 24/7 nichts Besseres zu tun haben, als sich mit der Pflege eines solchen 240.000 Liter Aquariums zu beschäftigen. Aber ob Haihaltung wirklich nur so geht, kann uns vielleicht Hannes erklären. Hannes, du bist einmal Head of Aquarium quasi hier in Karlsruhe im Vivarium. Wie kann ich einen Hai halten? Zu Hause? Im Garten, im Keller, voll egal. Du hast viel Erfahrung mit Haien bereits in der Haltung gesammelt. Ihr habt Haie hier, ihr habt Haie in anderen Becken. Wir schauen die auf jeden Fall auch noch mal an heute. Was brauche ich für einen Haifisch zu Hause? Also grundsätzlich ist schon mal so, solche Haie, wie wir hier im Hintergrund sehen, da braucht man wirklich große Aquarien, weil sie freischwimmend sind. Es ist ja so, es gibt diese bodenlebenden Haie, Bambushaie, da kann man ja manchmal die Eier mit Embryo im Zooladen kaufen. Ja. Früher haben wir Katzenhaie vom Mittelmeer mitgebracht, die kann man auch züchten sehr leicht. Das sind bodenlebende Haie, die werden dann im Idealfall in der Aquaristik vielleicht 80 cm, Meter, 1,20 Meter, sowas, die Dimension bekommen sie. Viel kleiner gibt es kaum was, vor allem nicht im Angebot. Ne? Diese bodenlebenden Haie brauchen nicht so viel Schwimmraum wie ein freischwimmender Hai, grundsätzlich bei der gleichen Länge. Und insofern kann man sagen, bodenlebende Haie kann man dann in Aquarien mit 10.000, 15.000 Liter Inhalt halten, wenn die Bodenfläche groß genug ist. Sie brauchen dann Unterschlupfmöglichkeiten auch. Gerade so Bambushaie, die verstecken sich ja gern tagsüber, sind dann nachtaktiv und brauchen dann nachts aber ein bisschen Bodengrund, auf dem sie schwimmen können, nach Nahrung suchen können. Und übrigens, Achtung, keine Lippfische reinsetzen, haben wir selber die Erfahrung gemacht. Die spüren sie im Sand dann auf und fressen sie über Nacht. Ne? Ja, so kann es auch dann gehen, wenn man nicht dran denkt, was schon passiert. Ne? Wie viele Liter sind das jetzt hier einmal? Wir haben hier jetzt 240.000 Liter Inhalt und die Berechnung von freischwimmenden Hai hängt schon mal von der Haiart ab. Das ist jetzt Schwarzspitzenriffhai. Schwarzspitzenriffhai, genau, richtig erkannt. Ist ein Pärchen drin und da gibt es relativ genaue Vorschriften, was auch diese europäischen und österreichischen und wie auch immer Haltungsvorschriften betrifft. Die sagen ganz grundsätzlich für so ein Pärchen Schwarzspitzenriffhaie 50 Quadratmeter bei 2 Meter Wasserstandshöhe. Und die 50 Quadratmeter müssen dann freie Schwimmfläche sein. Das bedeutet, wenn ihr alles volldonnert mit Riffstrukturen, dann sind es nicht mehr diese 50 Quadratmeter. Jetzt haben wir 80 Quadratmeter bei 3 Meter Wasserstandshöhe. Sie können dann überall über dem Riff auch eine meterhohe Wassersäule noch nutzen, um die ganze Fläche vom Becken auszunutzen. Jetzt ist bei euch eine Besonderheit, die ich sonst sehr selten gesehen habe, und zwar, ihr habt lebende Korallen zusammen mit Haien. Tja. Muss man da was Bestimmtes beachten, wenn man sowas nachbauen will? Für diejenigen, die jetzt Platz für ein 20.000, 30.000 Liter Becken haben? Also durchaus, wir haben Bambushaie schon seit gut 20 Jahren in Korallenaquarien drin. Man darf da natürlich nichts Feingliedriges nehmen. Da müssen nicht die zerbrechlichen Montipora, Digitata, Äste im Weg sein oder sowas. Da kann man schon damit rechnen, dass die Haie auch was zerlegen. Wichtig ist dabei immer, sich genau zu überlegen, wo füttert man die Haie, weil wenn das dann eine Stelle ist, wo zerbrechliche Korallen stehen, dann geht es oft schief. Ne? Ansonsten verweilen die ja vorwiegend am Boden, tagsüber versteckt, nachts unterwegs auch eher im Bodenbereich, aber ich würde einfach stabile Korallen nehmen und anbieten, tun sich ja sowieso dann Weichkorallen, Hornkorallen, stabile Steinkorallen können es dann auch sein. Die müssen dann aber am Ende nicht nur mit der mechanischen Beschädigung vom Hai klarkommen, sondern auch mit dem Wasserwerten, die der produziert unter Umständen. Das muss auch eingerechnet werden.
werden. Wo was reinkommt, kommt auch immer wieder was raus. So ist es. Hier haben wir jetzt ein Ei von dem Bambushai. Man kann es kaum glauben, dass in diesem Ei mal ein Tier das am Ende so groß wird. Das ist das Problem. Man kauft dieses Ei, es schlüpft ein süßes kleines Baby raus und am Ende hat man beim gebänderten Bambushai tatsächlich Tiere am Hals, die 1,20 Meter lang werden können. Also ungefähr so groß sind wie unsere Schwarzspitzenriffhaie. Ja, und wie schon gesagt, liegen die dann eher am Boden rum, sie bewegen sich dann manchmal und da geht den ganzen Tag nicht viel ab. Und sobald man aber füttert, kommt die Action. Und das machen wir jetzt. Wahnsinn. Meinst du, ich kann das auch? Dass du fütterst? Ja. Du müsstest ja eigentlich, sobald er das Futter nimmt, loslassen. Okay. Sollte jetzt einer die Zange beißen, als nicht ziehen, einfach lassen, alles schon wieder so. Okay. Wenn manchmal beißt die Zange. Okay. Ja? Ah, mega! Wenn man jetzt mal sich wirklich für Haihaltung interessiert und sagt, ich habe zu Hause einen Bereich, den ich dafür zur Verfügung stellen möchte. Ja. Ich entscheide mich für den kleinsten normal zu haltenden Hai, Bambushai. Eine Literanzahl, finde ich persönlich, sagt immer nur bedingt was aus. Das ist richtig, ja. Es geht ja immer noch mal um die Dimension dieses Aquariums. Genau. Was wäre eine Mindestmaße, die du zur Verfügung stellen würdest für ein solches Tier? Also so 6, 7 Meter Länge, bei 1,50 Meter Tiefe nach hinten, Wasserstand genügend 80 cm. Das ist dann nicht so interessant, ne, für den Hai. Dann sind wir eigentlich gut dabei. Anständiger Unterbau, da kann man sich auch schöne Korallenbecken schon damit machen. Ja. Und die Haie sind aber nicht so aufregend. Weil, wie gesagt, sie sind tagsüber meist versteckt. Und übrigens, wenn ich das berichtigen darf, wir hatten letztens Katzenhaie hier, die bleiben ein gutes Stück kleiner als die Bambushaie dann. Die sind da dann nochmal etwas empfehlenswerter, aber nicht so leicht zu bekommen. Thematik Nachzucht. Ich weiß, dass viele auch Großaquarien so ein bisschen mit Haien hin und her schieben. Also es ist schon machbar, diese Tiere erfolgreich nachzuzüchten. Also man muss jetzt nicht zwangsläufig aus dem Meer das Ganze rausfischen. Wie ist es jetzt bei euren Haien? Also es ist ganz konkret so, dass diese Nachzucht ein Problem ist insofern, dass oft die Babys, die geboren werden, Schwarzspitzenriffhaie sind ja nebengebärend, übrigens echt nebengebärend mit einer Nabelschnur, sehr interessant. Diese Jungtiere werden geboren und es ist wie bei jeder Geburt auch mit Blut verbunden und das riechen die anderen Haie. Und ich kenne das so, dass normalerweise die anderen Haie kommen und diesen frisch geborenen Hai sofort fressen. Das ist der Normalfall, das muss man so sehen. Und nur wenn dann die Weibchen separiert werden können oder irgendwo abgelegene Plätze finden, wo sich die Jungtiere absetzen können oder wo man sie schnell aus dem Becken herausholt, dann kann man solche Haie auch züchten. Und das gelingt in zunehmendem Maße, das ist korrekt. Trotzdem muss man schon sagen, die meisten Schwarzspitzenriffhaie, die jetzt irgendwo zu sehen sind, eigentlich Wildfänge noch. Okay. Ja. Okay. Komische Thematik. Habt ihr schon Haizähne gefunden? Ich finde dauernd Haizähne. Ja? Ja, natürlich. Die wechseln ja mit ihrem Revolvergebiss dauernd die Zähne. Ne? Das heißt, das, was vorne dann abfällt, egal ob bei einem Biss oder so quasi im Vorbeischwimmen, ja, das finden wir dann. Wir haben jetzt übrigens so eine kleine, wir kennen es von früher, Diafilm-Dose, immer beim Tauchequipment dabei. Da steht übrigens Zahnfee-Dose und die haben wir immer dabei, die kann ich dir nachher mal zeigen. Da haben wir die Haizähne drin. Und man ist dann immer erstaunt, wie winzig, enttäuschend winzig die Zähne von diesen Haien hier sind. Die Zähnchen sind vielleicht 6, 7 mm hoch. Deswegen, wenn die Leute immer fragen, so, hast du nicht Angst mit den Haien zu tauchen, sage ich, solange meine Zähne größer sind, habe ich keine Angst. Also du sagst, Haihaltung ist sehr, sehr ungefährlich. So ein Tier kann dich in den wenigsten Fällen kommt auf die Haie an, auf die Haiart speziell auch. Die Schwarzspitzenriffhaie sind relativ friedliche Haie, muss man sagen. Die sind auch, ich muss ehrlich sagen, ein bisschen vertrottelt manchmal. Die schwimmen auf dich zu, du tauchst und arbeitest
und 30 cm vor dir erschrecken sie, da ist was und zack, gehen sie nach oben ab. Ich habe ehrlich gesagt nicht um mich Angst, sondern um meine Korallen dann immer. Übrigens auch beim Thema Fortpflanzung, das sind die einzigen Situationen, wo wir auch um die Agoporas und so weiter zittern müssen, wenn unser Kali hier in Kopulationslaune kommt, weil da verbeißt er sich ja an der Brustflosse des Weibchens und dann geht die ab wie eine Rakete und da gibt es Korallenbruch. Und am Ende solcher Phasen sage ich immer, wenn die jetzt nicht endlich aufhören, dann kommen die Haie raus und sind nur noch Korallen drin. Also wenn ihr keine Lust auf Korallenfraggen habt, kauft euch einfach einen Schwarzspitzenriffhai, der regelt das. Genau. Ja, meinst du hast vielleicht so einen Zahn für mich am Start? Willst du einen Zahn haben? Ja, natürlich. Okay, pass mal auf, hier ist die Zahnfee, Tube und du darfst jetzt was Schönes rausziehen. Aber gib's zu, sie sind enttäuschend klein. Ich hätte auch gedacht, dass das jetzt kein Megalodon-Zahn dabei ist, aber interessanterweise sind die sehr unterschiedlich geformt. Ja, also du hast es kommt darauf an, ob sie im Randbereich oder im mittleren Bereich sind. Und dann sind sie auch unterschiedlich groß, weil es natürlich Zähne von Carla und von Kali sind und die Haie sind unterschiedlich groß. Ich denke so, das Spitze, das wird wahrscheinlich eher im vorderen Bereich zum so Festhalten sein. Genau. Und das hier ist dann wahrscheinlich eher Reißzahn, wenn es dann darum geht, die Beute zu schütteln und ein bisschen zu zersägen. Also ich würde mir sehr gerne diesen Zahn hier raussuchen. Beim nächsten Video möchte ich den schön als Halskette an dir sehen. Okay, alles klar. Oder ich mache ihn mir als Ohrring. Ja, vielen Dank. Bitte. Hannes, das war mega spannend. Ich bin sehr viel klüger geworden, was das geht. Ich weiß, dass ich nicht in der Lage bin, einen Haifisch zu Hause zu halten. Haie sind und bleiben meine Lieblingstiere. Wir haben mega viele tolle Einblicke heute bekommen in die Welt der Haihaltung. Natürlich jetzt nicht im Privatbereich, sondern in einem öffentlichen Aquarium. Aber privat ist das einfach eine unfassbar schwierige Angelegenheit, dem Tier den nötigen Raum zu geben. Ich hoffe, wir konnten das mit dem Video auch vermitteln. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir sind bestimmt nicht zum letzten Mal hier gewesen, weil es gibt so viel zu sehen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Von daher vielen Dank. Und abonnieren, liken, was das Zeug hält. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. War gut, oder? War gut.